Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute als Thema Machine Learning und KI. Thema, was gerade ja total populär ist. Und ich habe das Glück gehabt, Thomas Steirer für ein Interview zu gewinnen. Ich kenne Thomas seit meinen ersten Testprojekten in Wien und habe ihn schon damals als den Crack für Testautomatisierung wahrgenommen. Und das hat sich bis heute bestätigt und ich bin auch total froh, dass er einer der Co-Autoren unseres Werkes Basiswissen Testautomatisierung ist. Heute ist er CTO bei der Firma Nagarro und verantwortet dort ganz viel in dem Bereich künstliche Intelligenz und Testautomatisierung. Mit ihm habe ich gesprochen über ein Forschungsprojekt, das sie seit einigen Jahren machen, wo es darum geht, wie kann man Machine Learning und KI nutzen, um die bestehenden Testautomatisierungsstrukturen zu verbessern, um aus Informationen, die schon da sind, neues Wissen zu ziehen, um Fehlerursachen direkt herauszufinden und schon erste Tipps zu geben, wie man neue Testfälle schreiben kann, wo vielleicht was fehlt, wo Visualisierungen möglich sind und so weiter. Ein sehr spannendes Thema und das war sicher nicht die letzte Folge, die ich mit ihm gemacht habe. Viel Spaß beim Hören. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Richie, freue mich, dass ich da sein darf. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen und das ist echt toll, das gehört, also für die Podcast-Hörer, wir machen ja auch Video mit. Das ist schön, wieder mal gemeinsam uns ein bisschen auszutauschen zu verschiedensten Themen. Und heute hast du ja was Spannendes mitgebracht und zwar beschäftigst du dich ja mit dem Thema, wie man so die Testen in der Zukunft weiterbringt, was so die Zukunft des Testen ist und insbesondere da auch das Thema Machine Learning, KI und so. Und das ist natürlich mega spannend auch für uns, für den Podcast hier. Ja, vielleicht magst du da einfach mal kurz anfangen zu erzählen und... Ja, freut mich sehr. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns gesehen beim 20-jährigen Jubiläum des Austrian Testing Boards, glaube ich. War ein sehr netter Abend. Genau, im September war das. Ja, das ist wirklich schon lange her, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, um Gottes Willen. Naja, aber ja, stimmt. Daran überlege ich schon sehr lange grundsätzlich. Ich habe ja eigentlich auf der Uni damals zuerst Medieninformatik studiert und bin dann aber geswitcht auf, was man damals Computational Intelligence genannt hat. Also Artificial Intelligence würde man heute sagen, und zwar sowohl die Machine Learning Seite, die ja eigentlich immer synonym heutzutage verwendet wird, aber auch die tatsächliche komplette Bandbreite von Artificial Intelligence, also auch alles, was Logikkalküle, Optimierungsmethoden und so weiter angeht. Und bin dann aber so in den Test abgedriftet, also auf die dunkle Seite der Macht, wie wir immer sagen. Und haben natürlich die ganzen logischen Konzepte und so weiter immer wieder anwenden können im Kleinen. Aber so richtig hat es mich dann sehr gefreut, wie das ganze Artificial Intelligence-Thema und vor allem Machine Learning-Thema einfach dann immer so ein bisschen angelaufen ist. Und wir haben jetzt im letzten Jahr ganz, ganz viel da gesehen, auch in den Medien und in der, sagen wir mal, fast schon Demokratisierung und im privaten Umfeld, wo es jetzt genutzt werden kann und einfach sehr, sehr medienwirksame Sprünge. Wir haben aber diese Forschung schon davor gestartet. Also es gab da vorher so einen kleineren Hype, wo langsam klar wurde, okay, mit der ganzen Skalierungsmöglichkeiten, mit der Rechenpower, die man jetzt hat, kann man jetzt auch wirklich nicht nur Industrieoptimierungsprobleme durch Annäherung von Polynomen irgendwie lösen, sondern da kann man halt dann auch schon ein bisschen spannendere Sachen damit machen. Eben da ist dann in Richtung Predictive Maintenance gegangen. Und wir haben ja schon länger uns überlegt, kann man damit was tun? Und das war aber immer so, weiß nicht. Was dann aber passiert ist, ist etwas, was für Wien sehr, sehr typisch ist, und zwar auf vielerlei Art. Wir sind mit ein paar Kollegen in den Biergarten im alten AKH in Wien gegangen. Also wer das nicht kennt, das ist so ursprünglich war das mal ein Krankenhaus, es gehört jetzt zur Universität und da gibt es ganz viel Grünfläche drinnen und unter anderem auch einige Biergärten. Und haben geplaudert und wie man das als Wiener so tut, dann raunzt man und sudert man. Ja, also man beschwert sich über die Dinge, die nicht so gut laufen. Und die Dinge, die dann nicht so gut laufen, sind dann oft die einen nerven, ja, die einem auf den Keks gehen. Und das war in dem Fall, wir sind Automatisierer und wir haben jetzt die ganzen Frameworks entwickelt und wir arbeiten nach allen Regeln der Kunst und trotzdem jeden Tag in der Früh komme ich rein und da sind irgendwie 50 Testfälle fehlgeschlagen und die muss ich jetzt durchackern, schauen, warum ist das so. Dann hat wieder der Entwickler von nebenan das eine Merkmal von dem UI-Element umgedreht, dann muss ich das ausbessern. Also einfach dieses, ich sage mal, seelenbefreiende sich auslassen und miteinander ehrlich sein.
Und nach ein paar Bier sind wir Das dann muss auf auch die mal Idee, sein. ja, absolut, das ist Psychohygiene pur. Und wenn es dann noch eben in die Richtung geht, in die wir dann angefangen haben zu reden, nach ein paar Bier, dann soll das doch dieses Machine Learning-Zeugs einfach erledigen für uns. Ja? Dann soll das der Mhm. blöde Roboter für uns machen. Ja, wir sind ja eh Automatisierer, wir haben damit sowieso kein Problem. Also ja, und am nächsten Tag sind wir dann relativ verkatert aufgewacht, haben uns dann irgendwann am Vormittag dann doch noch mal zusammen connected und gesagt, machen wir das jetzt wirklich? Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir jetzt wirklich. Ja. Und dann haben wir tatsächlich begonnen, da so ein bisschen zu brainstormen, Ideen zu sammeln. Da sind dann auch ein paar spannende Diskussionen losgegangen. Und letztendlich, wo wir heute stehen, ist, dass wir jetzt dann demnächst ja, oder ungefähr in der Mitte sind vom vierten Forschungsjahr eines geförderten Forschungsprojekts, wo wir wirklich viel erreicht haben und wo wir, glaube ich, mittlerweile auch bei 15 Unternehmen damit operativ arbeiten. Also da ist wirklich einiges passiert. Und wenn man sich die Geschichte so irgendwie Revue passieren lässt, dann ist das irgendwie schräg, aber cool. Ja, 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 total spannend, wie manchmal sowas seinen Ursprung hat. Ne? Das ist fast ja, so eine Garagengründergeschichte. ja, hat was davon. Gell? Ja. Innovatives Sudern einfach. Ja. Genau, ne? Dass er euch jetzt auch vorwärts gebracht hat. Und jetzt natürlich spannend, was waren denn so die ersten Aspekte, wo man wirklich gesagt hat, da ist dann auch echt was entstanden, was dann Mhm. auch produktiv nutzbar war. Ja, also es ist eigentlich dann gar nicht so weit weg davon gewesen. Also wir hatten dann irgendwie, wenn man so ein Forschungsprojekt beantragt, dann wollen die natürlich ungefähr wissen, was man da tun möchte. Und in der Regel gibt es da dann so Arbeitspakete, die man dann definiert, was man dann genau forschen möchte. Und deswegen haben wir uns da relativ frei drüber unterhalten, was man da alles reintun könnte. Da waren alle möglichen Dinge drinnen. Ähm, von Chaos Engineering und vollautomatisierten Tests bis hin zu eben eher pragmatischeren Dingen wie Analyse von fehlgeschlagenen Tests. Und dann hat man mal Mhm. diese Arbeitspakete beisammen und man startet und man sieht dann tatsächlich, einige davon sind irgendwie spannender. Dann redet man vielleicht mit dem einen oder anderen Unternehmen, was würde denn euch interessieren? Das war uns auch ganz wichtig, das relativ früh dann zu machen und mit den Kontakten, die wir überall hin haben, auch zu reden und zu sagen, hey, wie seht ihr das? Was davon sind wirklich Dinge, wo ich vorstellen könnte, dass das bei euch funktioniert? Und da ist man dann relativ schnell auf ein paar Dinge draufgekommen, die man eigentlich gar nicht erwartet hätte, ja, dass die sehr spannend sind. Zum Beispiel eben die Analyse von fehlgeschlagenen Tests. Großes Thema, ja, Mhm. also wirklich großes Thema. Die Unternehmen, die Mhm. automatisieren und die wirklich konsequent automatisieren, die Testautomatisierung zum Beispiel auch im Entwicklungsprozess, die verankert haben, die stoßen irgendwann an diese Skalierungsgrenze. Ich glaube, das kennen eh viele, glaube ich auch. Irgendwann einmal ist man nur mehr mit Wartung beschäftigt und schafft es eigentlich nicht, neue Tests zu schreiben oder irgendwie was Ja. weiterzubringen, sondern man hält das halt irgendwie am Leben und grün. Ja? Und da wieder rauszukommen. Und ein Großteil davon ist einfach dieses Nachwassern von geänderten, fehlgeschlagenen Tests. Ja? Das ist zum Beispiel etwas, was irrsinnig gut funktioniert hat. Ja, Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? also die Story ist die, ich komme in der Früh rein und finde nicht mehr 200 fehlgeschlagene Tests vor, sondern ich finde 7, vielleicht 8 ähm, Ursachen vor und kann, anstatt dass ich jeden Mhm. einzelnen Testfall durchwasser, diese 8 Ursachen zum Beispiel durchwassern. Und dann gibt es vielleicht noch Naja. ein paar, die noch nicht klassifiziert sind. Und das funktioniert so, dass wir uns die Logfiles ansehen, des fehlgeschlagenen Tests. Das war nämlich auch unsere Herangehensweise zu sagen, wir bauen auf den Daten auf, die schon vorhanden sind. Also unsere Ansatzweise war zu sagen, Mhm. ich muss jetzt nicht irgendwie 2000, 20.000 neue Daten generieren oder anfangen, Dinge zu sammeln oder auch großartig hunderttausende Datensätze zu labeln. Das ist ja die nächste Angst, die es oft gibt. Sondern ich Ja. schaffe es tatsächlich großteils mit den Daten, die schon vorhanden sind, einfach hier einen Mehrwert zu generieren. Ja, also die zu erschließen. Das ist ein Mhm. bisschen Big Data auf Testergebnissen. Das heißt, wir saugen uns diese Mhm. Logfiles rein. Ja, es ist uns auch relativ egal, aus welchem Tool die sind. Da haben wir kommerzielle Tools angebunden, da haben wir Open Source Frameworks angebunden. Ist uns relativ egal, was für den Algorithmus nicht viel Unterschied macht. Das heißt, da gibt es einen relativ Mhm. einfachen Adapter, der das überführt, solange wir sehen, wo startet ein Test, wo hört ein Test auf, wo startet ein Testschritt, wo hört ein Testschritt auf, solange wir das irgendwie rauslesen können. Und da ist jetzt der Fehler und das ist die Fehlermeldung und vielleicht noch Stacktrace oder Detailinfos zu dem Fehler, können wir sagen, Mhm. okay, anhand von diesen Informationen
kann jetzt die Maschine sagen, das ist wahrscheinlich ein Datenbankproblem. Das ist wahrscheinlich ein UI-Problem. Das ist wahrscheinlich ein Problem mit dem Test Automation Framework. Das ist ein Netzwerkproblem. Und das funktioniert einfach so, dass ich am Anfang beginne, manuell zu klassifizieren, in einem sehr kleinen Rahmen. Das ist das Schöne, weil Logfiles sind technische Informationen, die nicht wie natürliche Sprache relativ aufwendig zu analysieren sind, sondern die sind relativ einfach. Deswegen kommen wir da auch mit sehr, ich sage mal, einfachen Machine Learning-Methoden zum Großteil durch, nicht überall. Manchmal braucht es schon mal ein neuronales Netz, aber meistens reicht uns so ein Random Forest. Und da gehen wir dann rein und sagen einfach, ja, lieber manueller Tester oder lieber Testautomatisierer, da ist ein Fehlschlag, was ist denn das? Mache ich sowieso. Ich analysiere es ja sowieso. Der einzige Unterschied ist, ich trage es halt jetzt wo ein. Ja? Ist sowieso gut Practice, ja, zur Schwachstellenanalyse, dass man seine Fehlschläge klassifiziert. Das machen wir ja sowieso auch im klassischen Automatisieren. So, und jetzt habe ich ein paar davon. Jetzt habe ich ein paar hundert davon. Und was ich auch machen kann, ich kann Regular Expressions drauf ansetzen. Also wenn da steht Database Error, zum Beispiel im Logfile, kann eine Regular Expression machen, die mir alle Database Error automatisch als Datenbankproblem klassifiziert. Ob das jetzt inhaltlich korrekt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber da kann ich größere Mengen auch machen. Und auf diesen Klassifikationen wird dann eben ein Machine Learning-Algorithmus trainiert und geht dann in Probebetrieb sozusagen. Dann werden mir vorgeschlagen, was er glaubt, was das jetzt für eine Fehlerursache ist. Also man lässt wieder seinen Testlauf laufen, 20 Testfälle schlagen fehl. Er sagt, okay, diese 5 habe ich schon mal gesehen, ich glaube, das ist das, mit einer Zuverlässigkeit von 95%. Bei dem bin ich mir nicht sicher, da sage ich dir gar nicht, was ich glaube, ja, sondern das bitte schau dir manuell an. Und dann kann ich jetzt als Mensch hergehen und kann das bestätigen oder widerlegen. Ja. Und dadurch schaffen wir es einfach, die Anzahl der Tests, die man von vornherein zu analysieren muss, zu reduzieren, weil ich diese Vorklassifikation habe. Und ich gehe dann einfach in der Annahme, und das kann ich beim Testen machen, das kann ich produktiv weniger machen, dass ich annehme, wenn ich diese Ursache beseitigt habe, dass ich den Test einfach nochmal starten kann und schauen, ob es jetzt passt. Und dann, wenn dann immer noch Dinge aus dieser Kategorie übrig bleiben, dann habe ich wohl die Ursache nicht komplett bereinigt. Ja. Das ist das eine, was passiert. Und das zweite, was passiert, womit wir gar nicht gerechnet hatten, ist, dass dadurch, dass wir diese ganzen Logfiles jetzt in einer zentralen Plattform drinnen haben, wir auch teilweise die Logfiles von den getesteten Systemen dranhängen, ja, dass ich jetzt plötzlich einen Überblick darüber habe, was ist denn während diesem Testlauf alles passiert, was ist denn die Fehler. Ich habe plötzlich ganz viele Metadaten, die mir das Analysieren von den fehlgeschlagenen Tests, die übrig bleiben, auch nochmal super easy macht. Und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, ich glaube, da haben wir was uns tatsächlich weiterbringt. Ja, das ist also wirklich so ein Aha-Moment. Ja, und es ist tatsächlich so. Ja. Also es ist etwas, was wir sehr, sehr gerne verwenden und was sehr flexibel einstellt. Ist ja echt auch eine tolle also eine Zeitersparnis einfach auch, ne? Wenn ich quasi nicht vor einem riesen Berg an Fehlern stehe und gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, ne? Sondern das schon quasi auf dem Tablett serviert bekommen, hier, bitte da, schaut nach und da ist der Fehler drin oder halt nur ein Restteil, den ich wirklich noch analysieren muss. Ne? Ja. Und sogar für den Restteil. Ich meine, der Kollege, der Thomas hat dann seine Masterarbeit auch darüber geschrieben, der Thomas Schweiger, Kollege, und zwar über, was mache ich denn mit dem Rest, der fehlgeschlagen ist. Ja. Und was er macht, ist, das nennt man Unsupervised Learning, also eine Clusterung anhand rein von den technischen Informationen. Das heißt, der weiß, okay, ich kann die noch nicht einsortieren. Was mache ich mit denen? Jetzt gruppiere ich die ähnlich sind. Ich weiß noch nicht, was die gemeinsame Fehlerursache ist, aber sie sind ähnlich. Und dann brauche ich diesem Cluster nachher nur meinen Namen geben. Ja, und dann habe ich auch die klassifiziert. Also da kann man dann selbst noch drüber noch weitergehen mit dem Konzept. Ja, sehr spannend. Ja, also jetzt hast mich ja sehr neugierig gemacht. Ich meine, das ist ja eine Sache, die schon unheimlich viel bringt, aber also wie weiter? Was noch? Was noch? Vorher vielleicht noch ganz kurz, was mir wichtig ist das, was du gerade gesagt hast, das erspart einem viel Zeit. Ja. Der Ansatz war tatsächlich, wir wollen den Testern und Test-Automation-Leuten das Leben leichter machen. Ich meine, das kommt aus der Entstehungsgeschichte ja eindeutig hervor, wo die Motivation herkommt. Und genau das ist das, diese Zeit einfach wiederzukriegen, um einfach wieder auch neue Dinge tun zu können, ausprobieren zu können, in der Qualität besser zu werden. Also da geht es nicht um ein Wegrationalisieren einer Rolle, sondern da geht es darum, dieses repetitive Zeug einfach wegzukriegen. Ja. Was haben wir noch gemacht? Wo wir auch drauf gekommen sind, ist, dass wir gar nicht überall Machine Learning eigentlich brauchen. Ja?
für die Dinge, die wir uns vorgenommen haben. Das Ziel war, die Probleme zu lösen und gar nicht so unbedingt Machine Learning einzusetzen. Also was zum Beispiel funktioniert hat, wo wir gar nicht damit gerechnet hätten, dass das so gut funktioniert, ist, dass wir visualisieren große Testportfolios. Also du hast jetzt eben wieder diese viel zitierten 10.000 automatisierten Tests. Wie findest du raus, was die tun? Ja? Also nicht eine Coverage auf ein Requirement oder so, sondern was tut das Ding? Ja? Auch nicht jedes einzelne Textfile anschauen und durchanalysieren, sondern das gesamte Portfolio, was tut das? Und was wir da machen, ist dadurch, dass du in vielen Methoden, zum Beispiel Behavior-Driven Development, also klassisches Cucumber oder auch in Keyword-basierten Strukturen, also die ganzen klassischen Testautomatisierungsstrukturen, die wir kennen, fachliche Testschritte hast. Und jeder Testfall ist eine Abfolge von fachlichen Testschritten. Und ob die jetzt im Cucumber sind oder ob die in einem Tosca liegen oder in einem anderen Format, ganz egal. Aber es sind immer fachliche Testschritte, die sich aneinander reihen. So, jetzt betrachten wir jeden von diesen Testschritten als einen oder jeden Zustand der Applikation als einen Knoten und jeden Testschritt als eine Kante. Dann entsteht da ein Pfad. Also jeder Testfall stellt dann der durchgeführt wurde im Nachhinein, stellt einen Pfad her. Und auch diesen Pfad kriege ich aus den Logfiles raus. Ja, das ist schon da. Oder auch aus den Testfällen selber, geht auch. Und jetzt lege ich alle diese Pfade übereinander. Dann entsteht ein Graph. Ein Graph von fachlichen Aktionen, die, wenn ich die durchverfolge, einen möglichen Testfall ergeben. Und auch die realen sind da drinnen. So, jetzt kann ich plötzlich auf einen Blick sehen, dass diese Graphen werden relativ rasch, relativ groß, aber das menschliche Auge ist irrsinnig gut da drin, da Patterns zu erkennen. Ja? Konzentrationen, Redundanzen, also wir färben fehlgeschlagene Tests einfach zum Beispiel rot ein. Ja? Oder Schritte, wo was schiefgegangen ist, färben wir rot ein. Oder Kanten bzw. Knoten, die öfter besucht werden, stellen wir größer dar. Und das erkenne ich zum Beispiel relativ rasch. Wo sind Konzentrationen, wo sind Überschneidungen, wo sind Fehler-Hotspots? Wo zerfällt der Graph vielleicht auch in zwei Komponenten? Also Dinge, die ich nie miteinander integriert getestet habe. Ja? Das heißt, wir machen eigentlich nicht Model-Based Testing, sondern Test-Based Modeling. Ja? Es entsteht dadurch ein Modell der Applikation und damit kann ich jetzt irrsinnig viel machen. Also auf der einen Seite kann ich es analysieren, mir manuell ansehen, kann ich durchklicken, aber auf der anderen Seite kann ich damit dann Dinge fragen, wie gibt es einen Testfall, der diese beiden Knoten hier verbindet? Ja. Ich kann daraus, und das ist das, was wir jetzt gerade tun, dieses Modell nehmen und daraus wieder neue Tests ableiten. Ja, ich habe ja die Testschritte, die dazu geführt haben, schon automatisiert. Die einzelnen Steps sind ja automatisiert. Das heißt, ich kann jetzt noch keinen fertigen, aber zumindest mal Boilerplate generieren für einen Test, indem ich sage Knote, 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 Knoten. Ja, dann spuckt er mir den Code aus, der diese abarbeitet. Da muss ich natürlich noch Validierungen einbauen, da ist noch einiges zu tun, ein bisschen mit den Testdaten und so weiter. Aber auch da sind wir dran. Also dann zum Beispiel in dem Fall die Testdaten automatisch zu generieren. Und da kommt jetzt wieder das Machine Learning ins Spiel. Ja. Da gehen wir zum Beispiel dann mitunter auch mal zu einer OpenAI und sagen, hey, ich brauche gerade für meinen Testfall einen Usernamen. Was ist denn ein guter Username? Ja, oder ich brauche ein ungültiges Login. Wie schaut denn ein ungültiges Login deiner Meinung nach aus, liebe OpenAI? Und das finde ich dann wieder spannend, weil da geht es dann wieder darum, was sind denn Annahmen, die vielleicht ein End-User auch trifft? Diese ganzen GPT und LLMs, die haben ja diese Dinge gelernt aus natürlichsprachlichem Text, den das Ding absorbiert hat. Ja? Das heißt, das trifft Annahmen, die wahrscheinlich Menschen auch treffen würden. Ja? Und das macht es dann wieder spannend, weil in dem Moment bin ich eigentlich gar nicht mehr so im spezifikationsbasierten Testen drinnen, sondern eigentlich schon fast in einem teilautomatisierten, explorativen Test. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja ein exploratives Testen, aber gesteuert durch eine AI quasi. Ja, genau. Also das sind so die Dinge, wo wir jetzt gerade dran sind. Also in den ersten 3 Forschungsjahren, da haben wir uns sehr stark darauf konzentriert zu sagen, wir optimieren das, was schon da ist. Also wir gehen in die Optimierung des Betriebs, der Weiterentwicklung und der Wartung von Testautomatisierungsportfolios. Eben, das schlägt genau in die Kerbe mit dem Analysieren von fehlgeschlagenen Tests. Da gehört dazu Self-Healing von UI-Erkennungsmerkmalen. Kann man jetzt halten davon, was man will, systematisch oder nicht, aber es ist etwas, was wir zumindest erforschen wollten. Und natürlich bin ich auch selber immer der Meinung, die UI-Merkmale sollten im Entwicklungsprozess schon eingepflegt sein. Das ist ein qualitätsminderndes Merkmal, wenn das nicht so ist. Nichtsdestotrotz habe ich oft mit Standardprodukten zu tun oder bin in Situationen, wo das nicht geht. Und da sind so Sachen wie Self-Healing dann durchaus auch hilfreich.
Und da sind auch Dinge drin wie, ich habe ein Testfallportfolio, wie wähle ich minutenaktuell die relevanten Tests aus, wenn ich zum Beispiel jetzt nur 5 Minuten für einen Smoke-Test habe, welche Tests nehme ich? Klassischerweise ist ein Smoke-Test-Portfolio manuell handpickt und immer das Gleiche. Wir haben gesagt, wollen wir nicht. Ja, wir wollen sagen, hey, du hast jetzt 15 Minuten, pick dir die richtigen Tests raus. Da fallen dann Dinge rein, wie wann ist dieser Test zum letzten Mal gelaufen? Welche Business-Kritikalität hat der? Also insgesamt alles Themen, die wir uns daraus gepickt haben und umgesetzt haben, die sehr stark in die Richtung gehen, eben Tests, automatisierte Tests und ein automatisiertes Testportfolio zu betreiben, zu warten, zu pflegen, weiterzuentwickeln. Und jetzt, das waren die ersten 3 Jahre, und jetzt mit den nächsten 3 Jahren gehen wir sehr stark eben in diese Richtung, neue Tests zu generieren, vollautomatisch zu testen, visuelle Abgleiche zu machen. Also da gehen wir jetzt über dieses, ich habe ein automatisiertes Testportfolio und arbeite damit, hin eher zu wirklich proaktiv das Machine Learning einzusetzen, um den Test, die Testtiefe und die Testabdeckung noch zu erhöhen. Ja. Ich möchte noch einmal ein bisschen in der Vergangenheit bleiben, weil ich da ein Thema ganz spannend finde, was so meine Kunden auch immer wieder beschäftigt, ist ja, die Testsuiten werden immer größer, und da kann man ein bisschen herumparallelisieren und sowas, aber das Ding, irgendwann einmal lauft dieses Zeug einfach unendlich lang. Jetzt sagst du, dass ihr da auch so schon das ausprobiert habt, also quasi nur das Notwendige auszuführen. Und ich denke, das wäre ja eigentlich so das Schönste, wenn der quasi wirklich nur das testen würde oder durchführen würde, wo wirklich irgendwie ein Change passiert ist, wo irgendwas sich am System geändert hat und diesen Bereich, habt ihr das auch produktiv irgendwo genutzt oder seid ihr da in die Richtung gegangen? Ja. Also das haben wir entwickelt, da haben wir mehrere Versionen davon entwickelt, weil das gar nicht so leicht ist, aber auf vielen Ebenen einfach relevant ist. Und da sind auch interessante Dinge passiert. Wir haben gesehen, dass es Unternehmen gibt, die haben sehr viel Metadaten, sammeln schon sehr viel Tests. Und es gibt ja auch sehr viele Applikationen, die über Tests sehr viele Informationen sammeln. Wann wurde er durchgeführt? Wie lange hat er gedauert? Was sind die Logfiles? Also so diese Analyseplattformen und Auswertungsplattformen. Ja. Und da kann man sich natürlich wunderbar dranhängen und viele Unternehmen sammeln ja auch sehr, sehr viele Daten über ihre Tests im Sinne von Traceability. Ja? All diese Dinge. Das heißt, wo wir hingegangen sind, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen all diese Metadaten sammeln. Also nicht nur, wann ist dieser Test gelaufen, wie lange hat er gedauert, mit welchem Feature ist dieser Test verlinkt, beziehungsweise mit welcher User Story zum Beispiel. Mit welcher User Story ist dann vielleicht ein Bug verlinkt und dieser Bug ist jetzt vielleicht behoben worden, das sehe ich. Und da sehe ich dann, okay, dieser Bug ist mit dieser User Story verlinkt und so kann ich über die Traceability Rückschlüsse drauf ziehen, welche Tests ich jetzt eigentlich ausführen sollte. Das ist so die klassische Kette. Die gibt es immer wieder, die ist aber gar nicht so leicht herzustellen. Aber wenn es die gibt, kann man die super nutzen. Ich kann dann sogar so weit gehen und sagen, okay, also seitdem ich das letzte Mal gelaufen bin, ist das Delta im Code der zu testenden Applikation in diesen und diesen Files anzufinden. Jetzt wissen wir, dass diese und diese Files beim Bugfix XY verändert wurden, dass sie aber auch entstanden sind, wie zum Beispiel User Story A umgesetzt wurde. Ja? Das heißt, ich weiß jetzt, der Code ist geändert worden, da ist ein File angepasst worden, das bei der User Story A entstanden ist, zum Beispiel. Das heißt, ich sollte jetzt alle Tests zu dieser User Story vielleicht durchführen. Ja? Also das ist so ein bisschen die Algorithmik. Dazu kommen dann natürlich gewichtet, und diese Gewichtung ist immer sehr spezifisch fürs Unternehmen, weil diese Gewichtung repräsentiert, was bedeutet für dich als Unternehmen oder für dich als Testmanager oder was auch immer, was bedeutet Risiko für dich? Ja, wie identifizierst du Risiko? Das kann sein, der Tester, der es geschrieben hat, oder die Testerin, hat das Ganze mit Kritikalität hoch eingestuft oder der Bug ist als Kritikalität hoch eingestuft. Das ist einmal die einfachste Sache. Es hängt mit einer Story zusammen, die Kritikalität hoch hat. Es hat eine Änderung gegeben am Code an einer kritischen Stelle. Komme ich nachher vielleicht noch kurz dazu, was das wieder heißt. Wann ist denn der Test zum letzten Mal gelaufen? Ja, ist der gestern gelaufen und da hat sich gar nicht so viel geändert oder ist der seit 2 Monaten nicht mehr gelaufen und der ist zwar nicht so wichtig, aber jetzt langsam sollte man das auch mal wieder ausprobieren. Ja? Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da reinpacken. Da kann man dann auch ganz absurd werden und sagen, ich meine, das ist jetzt natürlich nicht ganz politically correct, aber das hat der Praktikant letzte Woche entwickelt. Vielleicht lasse ich da den Test auch nochmal drüber rennen. Also da kann ich ganz, ganz viele Faktoren einfach reinspielen und das dann eben
verwursten über eine Gewichtung, die eben meine Einschätzung von Risiko widerspiegelt. Und dann kann ich eben die Tests auswählen. Und wenn ich dann noch eine Timebox anlege, kann ich auch noch sagen, okay, das Ding hat jetzt Hausnummer 50 Risikopunkte. Ich habe jetzt 5 Minuten. Mit welchem Test kriege ich die maximalen Risikopunkte in diesen 5 Minuten unter? Ja. Und das ist so der Ansatz, den wir da gewählt haben. Und das ist auch von der Architektur sehr offen, weil man hat es rausgehört, da fließen ganz, ganz viele Parameter rein. Ja, natürlich. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es vom Design her komplett offen ist, damit wir hier einfach auch Dinge zum Beispiel wie Codequalität oder sowas reinhängen können. Ja. Codequalität, Unit-Test-Coverage. Ja, da hat man eine businesskritische Komponente, die ist aber sehr gut Unit-Test gecovert. Vielleicht hat sie dann, je nachdem, ein geringeres Risiko als eine andere, die das nicht hat. Ja. Ja, sehr spannend. Also ich glaube, das ist für viele auch so ein Thema, wo man echt mal draufschauen kann und überlegen kann, wie man denn das einmal in den Griff bekommt. Und ich meine, das ist natürlich ein Ansatz, der klingt sag mal, für manche einen wahrscheinlich ein bisschen futuristisch, aber ihr habt den Proof, dass das auch funktioniert, auch bei quasi im Kundenprojekte, die sind ja bei euch auch sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Ja, absolut. Sehr spannend. Wenn wir da nochmal jetzt in die Zukunft schauen, ich meine, ihr macht das ganze Thema jetzt noch weiter. Ne? KI ist ja jetzt gerade auch irgendwie gerade überall. Ne? Also ich wundere mich, dass ich hier den Podcast alleine überhaupt noch machen muss, warum das nicht schon längst die KI macht und nicht am Strand liegt. Aber da werde ich auch noch hinkommen. Was habt ihr denn da, was sind denn da so sagen wir, die Highlights, die Leuchttürme, auf die du schaust, wo du denkst, das sind jetzt die 2 Sachen, da werden wir jetzt relativ bald wieder beim Pflock einschlagen und so einen nächsten großen Meilenstein haben? Diese ganze Analyse von großen Testportfolios, wir haben das Ganze gegossen, wir nennen das Squeed. Ja, das ist so wie Speed, nur das P ist umgedreht für Qualität, Quality und Speed. Und da lebt das Ganze. Ja, auch diese Auswahl von Tests innerhalb von einem Testportfolio für einen gewissen Zeitraum anhand der Kritikalität, das lebt auch alles da drin. Und jetzt eben genau das, was ich vorher kurz erzählt habe, ist diese Modelle, die wir da entstehen lassen, dieses Test-Based Modeling dann wieder zu nutzen, um damit Model-Based Testing zu machen. Ja? Ohne dass es sich jetzt in die Katze in den Schwanz beißt. Das ist so ein großes Thema, wo wir schauen, gut, wie finden wir Wege durch diesen Graphen durch, die wertvoll sind. Ja. Wann ist ein Testfall, der da zum Portfolio noch hinzukommt, ein wertvoller Testfall? Wie bewerte ich auch die Testdaten, die ich dafür brauche? Wo kriege ich die her, um das vollautomatisiert zu machen? Gibt es verschiedene Ansätze. Und was jetzt auch gerade ist, was am Fertigwerden ist auch dieser visuelle Abgleich. Also wir haben ja klassisch du hast einen automatisierten Testfall und der schlägt fehl, wenn eine Aktion nicht durchgeführt werden kann, die hier vorgesehen ist, oder eine Validierung fehlschlägt. Ja. Das sind jetzt aber alles sehr explizite Dinge. Ja. Ein Mensch testet ja nicht so. Ein Mensch setzt sich hin und sieht, das Logo ist irgendwie invertiert. Ja. Obwohl das im Testfall nie ausspezifiziert wird. Das fällt einfach auf. Ja. Das heißt, was wir da machen, ist so ein bisschen ein implizites Visual Regression Testing. Und zwar nicht nur einfach einen normalen Pixelvergleich, sondern was wir da machen, ist, dass wir trainieren, dass wir aus dem Screenshot einer Applikation Rückschlüsse darauf ziehen können, in welchem Zustand wir glauben, dass sie sich befindet. Das heißt, der Testfall erwartet einen gewissen Zustand, in den die Applikation eintritt, zum Beispiel eingeloggt und Suchseite wird angezeigt, ja, mit Ergebnissen, mit befüllten Ergebnissen. Das wären jetzt 2 verschiedene Zustände oder sogar 3. Ja. Und anhand von diesem Screenshot können wir Rückschlüsse darauf ziehen, wo wir glauben, in welchem Zustand sich gerade die Applikation befindet. Und diesen Zustand können wir dann wieder mappen mit dem, was der Test gerade erwartet. Ja. Das heißt, die Applikation macht eine Zustandsänderung nicht mit oder macht eine Zustandsänderung, wo es nicht erwartet ist. Rein visuell merken wir das. Ja. Wir können dann natürlich auch highlighten, wo diese Änderung ist, warum sie ist. Das schaut dann so ein bisschen aus wie eine Heatmap. Und funktioniert überraschend gut und performant auch. Ja. Also das ist so etwas. Und gemeinsam damit, was sich dann halt ergibt, ist, dass wenn ich einmal dieses Modell habe, meine Applikation, und das eben auch automatisiert habe, oder das haben wir noch nicht gemacht, dass wir sagen, wir machen auch die Automatisierung an sich, also die Interaktion mit dem User UI, Selenium Scripting oder sowas, dass wir das automatisieren, das haben wir derzeit nicht vor. Aber wenn einmal ich sage jetzt einfach plump, dieses Page-Object-Model oder was auch immer man dafür nutzt, also diese Automatisierung des UIs da ist,
Ja. dass wir dann in dem Moment darüber hinweg automatisiert Testfälle generieren können, die auch selbsttätig validieren, ob sie sich innerhalb eines erwarteten Verhaltenskorridors sozusagen bewegen. Er setzt natürlich keine expliziten Validierungen, er setzt auch keine manuell designten Tests, die wirklich einen Austausch mit dem Fachbereich und ganz viel Business-Kontext und so weiter mitbringen. Ist aber vielleicht hier oder da interessant, um Lücken zu füllen, bewusst auch eine Applikation zu attackieren. Ja, Monkey-Testing ist so der klassische Ausdruck, ja, einfach mal das Ding durchmarschieren lassen, schauen, ob ich was kaputt machen kann. Also wir nennen das so ein bisschen Augmented Testing, ja. Das sind so zwei Themen. Was wir aber dann draufgekommen sind, was noch geht, ja, das ist immer das, man kommt dann immer auf neue Dinge drauf, ist, dass wir, und das ist jetzt wirklich das Augmented Manual Testing und Augmented Test Design. Jetzt haben wir diesen Zustandsübergangsgraphen von der Applikation, ja, der aus den Tests abgezogen ist. Das heißt, der ist implizit entstanden. Und wenn ich jetzt als Automatisierungsmensch oder auch als manuelle Testerin, ja, dann hier anfange, meine Tests zu designen, mich das System darauf hinweist, hey, den Test, den du gerade schreibst, den gibt's schon. Ja. Diesen Pfad, den hat schon mal wer genommen. Und pass auf, schau mal, du hast aber die 3, die sind noch nicht abdeckt in der Kombination, die du gerade willst. Ja. Und da kann man natürlich auch immer smarter werden und zu sagen, okay, Variationen sind wieder und so weiter. Aber diese Recommendation Engine für den nächsten Testschritt, ja, die finden wir auch ganz spannend. Ja, also ein Guided Testfile-Design sozusagen. Genau. Oder auch Autocompletion für manuelle Tests, ja, wenn man so will. Ja, super. Also total spannend. Und da kommt natürlich die große Frage jetzt, die muss ich jetzt zum Abschluss natürlich schon stellen. Braucht es uns Tester denn noch irgendwann einmal oder sind wir dann obsolet? Ich setze mich momentan auch sehr viel damit auseinander, was bedeutet Qualität im Zeitalter von Machine Learning. Ja? Auf der Seite, die ich jetzt beschrieben habe, wo es darum geht, Machine Learning für Testen einzusetzen, ja, es braucht uns. Und in dem Kontext stelle ich auch immer eine relativ provokative Frage, die ist, ich habe jetzt eine Advanced AI, ja? Irgendein Large Language Model oder so irgendwas. Aber in 5 Jahren, ja, das schon relativ zuverlässig ist. Und ich werde jetzt gezwungen, aus meinem Team entweder alle QA-Engineers oder Quality-Engineers oder alle Developer durch diese Maschine zu ersetzen. Ja, die kann beides. Wen nehme ich? Ja, wen ersetze ich durch die Maschine? Und interessanterweise, das löst immer so eine Emotion aus, ja, bei den Leuten. Okay, und wenn ich dann noch dazu sage, und das Ganze ist im sicherheitskritischen Bereich, also wo Leib und Leben gefährdet ist, da kommt ganz oft die Antwort, naja, so einen menschlichen Hüter der Qualität hätte ich schon gerne noch. Also der auch versteht den Kontext und Maschinen verstehen halt immer nur den Kontext, den man ihnen gibt. Und wie wir alle wissen, irgendwann muss ich dem Kastel sagen, was es tun soll. Und bei dieser Übersetzung passiert ja das Problem meistens schon. Wir wissen ja alle, 80% der Fehler sind in den Anforderungen geschuldet und gar nicht zu dem Coding. Also aus der Perspektive, glaube ich, wird es uns da noch schon ein Weilchen geben. Ja, sehe ich ähnlich. Und trotzdem ist es natürlich ganz spannend, auch wie sehr uns diese Werkzeuge auch unterstützen können. Und da hast du jetzt ja, finde ich, ein paar fantastische Beispiele auch gebracht, was heute schon geht oder was in naher Zukunft gehen wird, ne? Wo man so als Tester sich heute noch abmühen muss, ne? Und wo man dann einfach auch ein bisschen entspannter ans Tagwerk gehen kann. Ja. Dann haben wir unser Ziel erreicht, danke. Ja. So ist es, ja, lieber Thomas, vielen lieben Dank für diese Einsichten. Das war total spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt gibt es sicher den einen oder anderen Hörer, der möchte unbedingt noch mehr wissen. Welcher Kanal ist dir am liebsten, um bombardiert zu werden mit Anfragen? Ach, überall, gerne. Also thomas.steirer@nagaro.com sage ich jetzt gleich. Genau. Oder wir können uns auch gerne auf den German Testing Day treffen. Ja, der kommt ja auch bald und in die Shownotes packen wir noch dein LinkedIn und Co. mit rein und dann bist du natürlich auch ansprechbar. Ne? Sehr schön. Ich danke dir schön, dass du heute da warst und ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass du hier in dem Podcast bist, weil wir wollen natürlich auch wissen, wie es dann weitergeht mit deinem Forschungsprojekt und wünsche dir bis dahin noch Catch the Bugs und viel Spaß. Danke dir. Happy Hunting. Ja?